All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Jetzt guck mal genau hin. Da ist niemand, aber ich schwör's euch, vorher war da wirklich jemand. Das ist... Ihr haltet mich für verrückt, aber ihr könnt das Video ja pausieren an der Stelle, wo ich das sagte. Da war echt jemand. Ich bin noch nicht wahnsinnig, sagte ich und guckte mich um, schaute auf meine Bilder, um zu sehen, ob sie zum Leben erwacht wären. Junge, dieses Spiel. Dieses verdammte Spiel. Der Raum ist manchmal da, manchmal nicht, manchmal... Was ist mit diesem Raum hier los? When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room. And Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ja, kann ja sein. Ist doch wunderschön, oder? Nochmal einen Blick drauf werfen. The lounge was grand, majestic, perhaps too majestic. Like a combination of a much smaller version and a much larger version of this exact room. It all made Stanley uncomfortable, and he started to bleed a little. This made him smile. Yeah. At last, proof that he was human. Okay. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. So, lasst mal überlegen. Da bin ich schon in meinen Tod gesprungen. Da würde es jetzt nur zum Office Room zurückgehen. Da kann man runter. Ich weiß gar nicht, was da unten war. Ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich kann leider nicht zurück. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Kann man das überleben? I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. La 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 la. Stanley. Oh, no, you can't. Did you just unplug the phone? Well, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know das sagt er das letzte Mal auch ein bisschen anders. Was ich jetzt machen werde, ich weiß nicht genau, was dann passiert. He's taken to his apartment where he finds his wife and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Das war nicht, was passiert ist. The phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Ich weiß nicht, ob ich das überspringen will. Ich kann das Video nicht überspringen, schade. Aber ihr habt es ja schon gesehen und auch den Dialog gerade. Deshalb überspringe ich diese Teile dann einfach. Also, schneidet sie raus. Ihr habt sie ja schon gesehen. Okay, wir sind wieder zurück. Ich habe gerade den Raum verlassen, das habt ihr auch schon gesehen. Hier darf ich jetzt leider nicht mehr runterspringen, obwohl. Könnte man? Nee, leider nicht. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just Aber das need ist to jetzt get you schon home as tausendmal soon as passiert. possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Was passiert, wenn ich jetzt wieder hier reingehe? Schade. Ich hätte erwartet, dass ich dann halt runterspringen könnte, weil das Ding aus dem Weg ist. Die Tür sieht anders aus als andere Türen, aber ich kann anscheinend nichts damit machen. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world.
Alles klar, würde ich sagen, machen wir es dieses Mal direkt. Also vertrauen wem, gehen wir nach all you links. need to do is behave exactly as weiß. Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Okay, hallo. Toll gemacht, oder? Wieso sagst du nicht, dass ich das toll gemacht habe? Jetzt muss ich dich bestrafen. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Es ist abgeschlossen. Das ist gemein. Coming to a staircase, Stanley Ich darf walked nicht upstairs to darunter. his boss's office. Krass. Das Schild ist weg. Das Ding geht auch nicht auf. Was zur Hölle? Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Nightshark 115. Geht nicht. Nightshark 115. Stanley spoke the code. Nightshark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Nightshark 115. Komm schon. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Ich mach Please doch. speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Nightshark 115. Okay, fine, you're not gonna do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Okay. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich an meinem Mikrofon jetzt liegt oder ob man da nicht reinsprechen konnte. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ja, mache ich doch. Ich bin auch voll lieb jetzt. Was tätst du? Ich bin voll lieb. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Gucke mal, das mache ich die ganze Zeit, aber dir ist es egal. Du hörst ja nie auf mich. Du hast ja Besseres zu tun. Geh so fremd mit dieser verdammten Schlampe Stanley.
is Wie oft behave können wir exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. The door on his left, da ist sie. Da gehe ich durch. Aber dann sagst du wieder, nee, wir fangen von vorne an. Ich habe einen kleinen Schwanz. Und dann sag ich wieder, Either. Feeling a wave of disbelief, BAM! is behave exactly as Stanley would. That means Du choosing machst mich responsibly verrückt. and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Da ist die rechte Tür, dann gehe ich halt durch die rechte. Du willst es Why doch. did you do that? Weil also- Quicker, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Aber wir wissen doch, wozu das führt. Wir wissen doch, wozu das führt. Verstehst du? Wir wissen doch, wozu das führt. Guck mal. Guck mal da. Alles kaputt. Alles deine Schuld. Oh, it's ruined. I can't believe after everything we talked. Ja, Neustart. Okay. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. Hoffentlich. When Stanley came to a set of 2 open Okay, doors, links. he entered the door on his left. Mache ich dieses Mal sofort, ja? Bin ich dieses Mal voll freundlich und so. Gehe ich Yet voll there nach was not a links. single person here either. Habe ich dich fertig gemacht. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, Es ist hoping offen. he might find an answer there. Oh no, no, not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Fab. Ich werde weitermachen, bis du was sagst. Fab. 100 Jahre später. Fab. Und? Sag etwas. Rede mit mir, Erzähler. Mein Gott. Rede mit mir. Ich bin gerade vor meinem PC niedergekniet. Dieses Spiel macht mich fertig. Ich weiß echt nicht mehr. Ich kann nicht aufhören. Ich will jedes Ende sehen. Jedes einzelne. Und vielleicht werden wir auch alle hinten sehen, aber vielleicht springe ich vorher aus dem Fenster. Ich weiß nicht aus welchem. Ich habe 2. Das ist... Könnte ich vorstellen, wie scheiße das ist, wenn du jeden Morgen aufwachst und du weißt nicht, aus welchem Fenster du springst, weil du 2 hast? Ich auch nicht. Das war gelogen. Ich hab nur 1. Aber trotzdem kann ich mich nicht entscheiden zwischen einem Fenster. Versteht ihr? Weil ich könnte durch die linke Hälfte oder durch die rechte springen. Ich könnte aber auch rückwärts Salto. Und was richtig cool wäre, wäre natürlich in pinken Shorts. Das wäre perfekt, versteht ihr? Perfekt! Und ich spiele jetzt so weiter. Ich knie vor meinem PC und spiele von hier unten aus weiter. Ich hoffe, das Coming to a stört euch. staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Das ist nicht his boss's office. Ich gehe mal wieder zurück nach oben und gehe zu his boss's office. Das alles, während ich vor meinem PC knie. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Ich glaube, ich will einfach, wenn ich sehe, wie geil sich dieses Spiel verändert, will ich mich auch verändern. Und ich denke, wenn ich vor dem PC knie, dann verändert das meine Persönlichkeit. Ja, von tief innen heraus kommt die Veränderung. Ich benutze nun mein Gesicht als Mauspad. Also, gehen wir mal da rein. Waren wir auch noch nie, was? Hallo Schriftzug, da bist du ja. Es ist ein bisschen schwierig so zu steuern.
Aber es geht schon. Nee, ab jetzt werde ich immer vor meinem PC kniend mit dem Mauspad in der Fresse steuern. Aufzug, wohin führst du mich? Versuche ich das wirklich wieder? Ich weiß ja, wohin er mich führt. Ich weiß es doch. Lala, me, 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 Das ist die Ziege von eben, falls ihr es nicht versteht. Ich habe sie abgeschossen, aber sie singt trotzdem weiter. Das ist mein Problem, versteht ihr? Tote Ziegen singen! Das war diese Aufnahme Stanley Parable. Sehr inspirierend. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich den Schweiß von meinem Stirngewicht habe. Außerdem wird es langsam ein bisschen ungemütlich, auf dem Boden kniend hier zu sitzen. Und wir sehen uns das nächste Mal vollkommen normal und gewöhnlich wieder. Bis dahin sitze ich in diesem Aufzug und warte darauf, dass dieses Spiel endlich beginnt, Sinn zu ergeben. Ciao.